Die Heidenmauer vom Mont Saint-Odile, jetzt bei History Travel Nature. Was hat es mit dieser geheimnisvollen Mauer auf sich, welche sich rund um den Odilienberg im Elsass schlängelt? Wer waren ihre Erbauer und welchen Zweck erfüllte sie? Das Folgende konnten wir herausfinden. Die sogenannte Heidenmauer umschließt den ganzen Odilienberg im Elsass. Ihre beeindruckende Gesamtlänge beläuft sich auf mehr als 10 Kilometer. Wer mögen wohl ihre Erbauer gewesen sein? Was genau war wohl ihre Funktion? Diente sie zum Schutz? Und wenn ja, was wurde durch sie geschützt? Der Name Heidenmauer stammt aus dem Jahr 1050. Papst Leo bezeichnete sie damals bei seinem Besuch so. Doch stammt die Mauer wirklich aus vorchristlicher Zeit? Manche Forscher teilen die Ansicht, das Bauwerk sei aus der Bronzezeit oder gar jungsteinzeitlich. Archäologische Streufunde beweisen zwar, dass die Menschen den Berg in jenen Epochen aufsuchten, doch deutet nichts auf dauerhafte Besiedlung hin. Außerdem meinen manche Fachleute, für den Bau der Mauer wären hochwertige Eisenwerkzeuge nötig gewesen. Aus diesem Grund vertreten viele die These, die Kelten seien ihre Erbauer gewesen. Dies erscheint in der Tat naheliegend, denn sie haben in der Region vielerorts ihre Spuren hinterlassen. Dies wirft die Frage auf, ob es ein keltisches Heiligtum oder gar eine Höhensiedlung auf dem Odilienberg gab. Es existieren auch hier eine Reihe von Funden, welche aus dieser Epoche stammen. Doch für eine permanente Anwesenheit der Kelten gibt es bisher keine Beweise. Auch unterscheidet sich die Mauer in ihrer Machart wesentlich von vergleichbaren Bauwerken jener Ära. Zu den Zeiten der Römer stand auf dem Felsen, auf welchem sich das heutige Kloster erhebt, vermutlich ein Wachturm. Doch hätte dies eine Mauer solchen Ausmaßes gerechtfertigt? Für ein römisches Bauwerk spricht die Technik mit den Holzzapfen. Bei den römischen Kultstätten bei Donau und Meisenbach gibt es ebenfalls Zapfenlöcher. Gab es auf dem Berg vielleicht einen Tempel? Falls ja, wurde dieser vollkommen zerstört. Es wurden auch nie Götterstatuen oder andere Gegenstände gefunden, welche auf einen römischen Kultort hindeuten würden. Auch für die Existenz einer anderen schützenswerten Anlage finden sich bisher keine Spuren. Zudem ist die Qualität der Mauer weniger hoch als bei den Römern üblich. Sie wirkt viel roher. Es scheint, als wäre sie in großer Eile erbaut worden. Könnte es sein, dass die Heidenmauer erst im Frühmittelalter errichtet wurde? Im nordwestlichen Abschnitt entdeckte man Holzzapfen. Laut dendrochronologischen Untersuchungen stammt das Holz von Bäumen, welche zwischen den Jahren 675 und 681 gefällt wurden. Auch zahlreiche Keramikfunde aus dieser Zeit stützen diese These.
Diente die Mauer etwa doch zum Schutz des Klosters, dessen Wurzeln in der Zeit der Merowinger liegen? Auch ein reiner Prestigebau des elsässischen Herzogs Aldaric, dem Vater der heiligen Odilia, wäre denkbar. Es könnte sich jedoch auch folgendermaßen zugetragen haben. Ab Mitte des 3. Jahrhunderts nach Christus nahmen die Überfälle der Alamannen in der Gegend zu. Dies verunsicherte die Bevölkerung zusehends. Doch die Menschen wollten ihre Heimat nicht verlassen und nach Süden fliehen. In der Zeit zwischen 250 und 350 nach Christus reifte vermutlich die Idee, einen Zufluchtsort vor einem allfälligen Großangriff zu schaffen. Als Kaiser Valentinian I. sich entschied, das nördliche Elsass aufzugeben, folgte möglicherweise in den Jahren 369 und 370 der Bau der Mauer. Dies könnte die grobe, gehetzt wirkende Umsetzung und die Merkmale der römischen Bautechnik erklären. Man befand sich unter Zeitdruck. Eine Theorie, welche durchaus plausibel erscheint. Möglicherweise diente sie beim Einfall der Hunnen im Jahr 451, bei welchem Straßburg zerstört wurde, ebenfalls als Zufluchtsort. Spuren einer Schlacht bei der Heidenmauer fand man jedoch keine. Auch deutet nichts darauf hin, dass hier jemals eine große Anzahl Menschen Zuflucht suchte. Es gab vielleicht keinen Grund dafür, weil die Übernahme der Gebiete durch die Alamannen friedlicher vonstatten ging, als die Einwohner gedacht hatten. Möglicherweise war es tatsächlich so, dass Herzog Aldaric die vielleicht unvollendet gebliebene Mauer instand stellte. Bauarbeiten aus jener Zeit sind durch die C13-Analyse jedenfalls belegt. Ob sie das Kloster seiner Tochter schützen sollte oder einfach Zeichen seiner Macht war? Die Heidenmauer hüllt sich in Schweigen und wahrt ihre Geheimnisse. Eines scheint hingegen klar: Der Mont Saint-Odile faszinierte die Menschen wohl schon immer. Dies beweisen die archäologischen Funde, welche durch alle Epochen bis in die Jungsteinzeit zurückreichen. Ich hoffe, man wird in Zukunft noch einiges mehr über dieses Bauwerk herausfinden. Für alle, die hierher wandern wollen, ein Link zu Google Maps ist wie immer in der Videobeschreibung. Wir bleiben neugierig und ihr mit Sicherheit auch. Ich sage nun Tschüss und bis zum nächsten Mal.